Gibt's was zu sehen? Nee, aber mich hat schon wieder was gestochen. Aha, schon Das wieder? gibt's ja gar nicht. Ich sag dir eins, mit dem Dingolfinger-Kennzeichen in Portugal, das darfst du eigentlich auch niemandem Na, erzählen, da geht oder? richtig Hä? was. Das ist eigentlich schon geil. Richtig ich geil. schön aus Niederbayern hier im 5er BMW hochgefahren. Denn Leute, wir befinden uns, wie schon gerade gesagt, in Portugal bei der BMW Presseveranstaltung des neuen 5er BMW. Und wir fokussieren uns hier auf den neuen i5, die M60-Version. Rein elektrisch, 601 PS, 820 Newtonmeter. Und ich würde auch gar nicht allzu viel Zeit verlieren, denn mich interessiert es hier, was kann der neue 5er BMW rein elektrisch. Und dementsprechend würde ich sagen, machen wir Jalla Abfahrt, oder? Auf geht's. It's such a beautiful interior, oh my gosh. Ich sag dir eins, der Innenraum ist halt brutal. So, jetzt bin ich auf Wo Sendung. bist du denn jetzt? Ja, ich muss jetzt mein Mikrofon anmachen. Look at that. See Ist that? geil, ist geil. So beautiful, oh my gosh. Ah, dein Englisch ist einfach so porno. Ja, ich glaube, ich bleib besser beim Deutschen. Ja, so, das- wo fahren wir überhaupt hin, Robert? Du hast die Route ausgewählt, nicht ich. Ich habe gar keine Route ausgewählt. Nicht? Sind wir schon auf Fahrt oder wie? Nee, ich glaube nicht. So, Jetzt hat heute. fährt ja aber geil hoch. Also das muss man aber jetzt mal hier kurz mal sagen, ne? Also Innenraum ist aber fett. Ja, definitiv. Also ich meine, das kennen wir mittlerweile, diesen riesen Screen, ja. Aber auch hier generell mit dem Carbon und du hast wirklich einen Haufen Platz. Also schauen wir mal, Schauen wir, was da geht. was da jetzt so über die Zeit kommt. Das finde ich ja auch immer hier geil, dass das hier richtig schön in dem Glas ist. Aber ich glaube, das ist optional, genauso wie auch hier der Drehregler. sieht geil Mittelkonsole aus. richtig sexy, Lenkrad auch cool. So, dann schauen wir mal, wo wir hinfahren, oder? Wo fahren wir hin? In die Berge. Geil, Mann. Wir müssen erst stehen bleiben. Ja. Jetzt dürfen wir wieder ans Handy. Verstehst du? Sehr, sehr, sehr viel später. Was man auf jeden Fall sagen muss, es ist sehr viel Platz hier vorne. Voll. Also es ist extrem breit, das Fahrzeug. Auch von der Länge her sind wir deutlich länger geworden gegenüber dem Vorgänger. Und zwar, um genau zu sein, 5,06 Meter, was hier 10 Zentimeter länger ist gegenüber dem Vorgänger. Wir fahren jetzt hier im ganz normalen Modus. Ne? Wir können hier die M-Mode-Taste drücken. Und jetzt können wir uns das Ganze natürlich individualisieren. Bedeutet, wir sind jetzt aktuell im Personal. persönlichen Modus. Ja. Bedeutet dann hier einmal Sportmodus, einmal Efficient, Expressive, Relax und Digital Art. Digital Art hört sich aber auch interessant an. Ich würde sagen, wir gehen aber jetzt erstmal in den Effizienzmodus. Jetzt lädt er auch hier die Reichweite. So, 89% haben wir hier noch. 363 Kilometer Reichweite zeigt er uns an. Übrigens, das, was hier so blinkt, ja, also nicht das, was hier so blinkt, sondern den Signalton. Robert hat mir erklärt, das ist jetzt bei den neuen Fahrzeugen, ist hier neue Gesetzesvorlage in Europa, dass sobald du ein bisschen mit etwas überhöhter Geschwindigkeit fährst, wird ein Signalton. Genau, der lässt es dich wissen, dass du zu schnell fährst. Der lässt es mich wissen. Richtig. Aber warte mal, schau mal hier, wir haben hier links die Taste, das heißt direkt gleich Boost-Modus. Alter! Bruder. Ja. Aber der Sound dazu ist geil, finde ich. Dann haben wir dann hier einmal die volle Leistung. Jetzt sind wir wieder Normal. im Effizienzmodus unterwegs. Okay, also der erste Kick, Der hat schon gut reingehauen. der war schon, du merkst, okay, wir haben hier Leistung am Start. Ich finde auch wichtig den Sound dazu, dass du halt irgendwas dazu hast, weil wenn es halt nur schnell wird, dann fehlt halt irgendwas Das für ist dich. ja immer das, was ich sage. Du entwickelst hier mit einem Elektrofahrzeug, entwickelst du andere Emotionen. Ja. Ja. Es ist natürlich, es kommt wirklich auf das Fahrzeug darauf an. Ja. Aber jetzt hier im ersten Moment war das eigentlich schon ganz geil. Das ist natürlich hier kein 6-Zylinder, 8-Zylinder oder so. Und das will man auch gar nicht. Das würde ich auch niemals wollen, wenn hier künstlich ein Verbrennersound hier aus den Lautsprechern das kommen wär würde, was fürchterlich. du ja mittlerweile bei ganz vielen Fahrzeugen hast, ja, mit Verbrennermotoren, ja, dass dieser V8-Klang einfach so extrem künstlich geworden ist, ja, siehe AMG, die ganzen neuen Fahrzeuge und vor allem damit ja auch der Vierzylinder, wo eh schon gar kein Sound mehr rauskommt, über die Lautsprecher, das klingt einfach nicht mehr schön. Da habe ich lieber einfach dann gar keinen Sound mehr, aber wenigstens weiß ich noch, okay, ich habe einen Verbrennermotor oder dann eben hier, ich bin rein elektrisch unterwegs und habe hier so einen abgespaceden Sound, weil schau mal hier. Expressive ist doch meistens abgespaced. Ja, das hörst du direkt. Ja gut, das kennen wir ja auch noch aus dem 7er BMW, als wir den damals gefahren sind. Das ist mir halt dann schon wieder too much, ja. Hey, Du bremst. Ja, irgendwie ist es auch witzig.
Ja. Ich finde es geil, wie das an die Geschwindigkeit gekoppelt ist. Ja, das ist natürlich schon, ja. Man versucht natürlich hier wirklich alles. Das ist halt einfach was ganz anderes. Ja, gut, schauen wir mal, was wir hier noch so haben. Relax. Okay, das ist sozusagen einfach zum Entspannen. Ja, aber das schläfst du ja eher ein, oder? Ja, ich wollte gerade sagen, da schläfst du eher ein. Er ist extrem entspannt zum Fahren und vor allem einfach diese Ruhe. Das ist echt Es entspannt. ist extrem ruhig. Du hörst jetzt hier eigentlich nur die Lüftung Ja, und den Relax-Sound. und den Relax-Sound. Und das ist eben genau, Leute, was ich immer wieder sage mit so einem Elektrofahrzeug. Es ist so tiefenentspannt. Ja? Also es kommt natürlich auch wieder darauf an, was für ein Fahrzeug. Ich habe jetzt noch nicht allzu viele Vergleiche, ja, weil wie ihr ja wisst, für mich RS e-tron GT ist mein Daily und da kommt einfach nichts hin. Ja? Und wir sind nochmal den EQE 53 gefahren, AMG. Und ich glaube, dass du hier diese beiden Fahrzeuge miteinander vergleichen musst. Ja? i5 M60 genauso wie auch EQE 53, weil den RS e-tron GT bist du preislich wieder woanders, genauso wie auch Performance. Dementsprechend ist auch für mich jetzt hier gar nichts da, wo ich dieses Fahrzeug mit dem RS e-tron GT vergleichen würde. Sondern wir eher wirklich hier sagen, okay, EQE 53 AMG, weil wenn wir nämlich mal mit dem Preis anfangen, wir sind hier beim i5 M60 beginnen wir hier bei 99.000 €. Im Vergleich, Konkurrenz EQE 53 kostet 111.000 €. Ich glaube, es gibt noch die 43er Version mit etwas weniger Leistung. Die startet, glaube ich, irgendwas bei 104.000, 105.000 €. Also sind wir auch teurer dran. Und das ist natürlich schon mal hier das erste Verkaufsargument. Denn wir sind hier 12.000 € günstiger. Und ich würde mal behaupten, dass wir hier von der Ausstattung her genau gleich, wenn nicht sogar noch besser sind. Und das ist halt natürlich hier innenraumtechnisch, hat sich hier beim neuen 5er schon wirklich einiges getan. Weil wenn du allein hier schaust, dieses Lenkrad, das lässt sich extrem gut anfassen. Mit der 12 Uhr Markierung, sehr sportlich das Ganze gehalten. Das Armaturenbrett hier schön in Carbon überzogen. Wir haben hier die schöne Bose & Wilkins Soundanlage. Was mir so ein bisschen auffällt, hier so ein bisschen die Fenster, das könnte ein bisschen besser vom Material sein. Auch genauso wie hier der Part, ja, weil das passt hier mit der Tür, ist das extrem cool gemacht. Das ist so ein bisschen Ich finde den Türgriff geil zum ja, Aufmachen. das ist so ein bisschen, Das schon, ja? Das geht richtig gut. das ist so ein bisschen Golfschlägermäßig, finde ich. Finde ich aber geil. Das ist extrem geil. Auch hier das Material, das passt alles, ja. Und wie ich es ja schon angesprochen habe, du hast extrem viel Platz. Hier kannst du deine Handys hinlegen. Und auch diese ganze Technik, was wir hier in dem Fahrzeug verbaut haben, ja, darauf wollen wir jetzt gar nicht zu extrem eingehen, denn Leute, uns geht es ja hier wirklich die Performance zu testen, ja, und auch wirklich diese Alltagstauglichkeit. 90. Ja. Jetzt ist die Kamera runtergeflogen. Ist nicht dein Ernst. Aber jetzt gerade eben erst. Das ist Das nicht, ist gerade da vorne. die liegt da, oder was? Ja. So, dann sind wir schon wieder auf Sendung. Ah, die hast du wieder top befestigt, oder wie kann man das so Nö, die nennen? ist eigentlich fest gewesen. Ah ja, okay. Fest laut dir, oder wie? Ja. Okay. So Leute, was wir jetzt über die letzte Stunde herausgefunden haben. Also, das Auto kann extrem ruhig, extrem entspannt fahren. Hier der neue 5er, der neue i5 M60. Aber wir wollen natürlich jetzt testen, 601 PS, 820 Newtonmeter. Wie performt das Ganze? Dementsprechend gehen wir hier in den M-Mode, drücken hier die Sporttaste. Oh ja, da die merkst du auch Sitze, gleich, ja, sag die ich doch. Sitze, die fahren sich gleich fest. Ich glaube, selbst dann haben wir immer noch, wir haben hier nochmal den Boost-Knopf, ja. Ich weiß nicht genau, ob wir dann nochmal ein bisschen mehr Leistung haben oder auf jeden Fall Alter. Also du merkst auf jeden Fall, hier geht es jetzt halt natürlich schon ordentlich bergauf. Und merkst hier schön, wenn du hier einlenkst, die Hinterachslenkung, ja. Und vor allem, was wir natürlich hier auch haben, wir haben hier eine Wankstabilisierung, ja. Bremse ist auch da. Sportbremse haben wir hier montiert, nämlich dementsprechend in Rot. Du merkst halt hier, bremst. Dann hier, wenn du hier wieder also es lenkt sich extrem schön ein. Hier ist die engere Kurve. Da merkst du halt natürlich, du hast sofort die Elektropower hast du natürlich sofort da, wenn du drückst. Das ist natürlich schon... Ja, auch mit dem Sound, das macht so viel aus. Doch. Also ja,
gebe ich dir auch recht, ist soundmäßig, wie gesagt, wie ich es ganz am Anfang schon gesagt habe, emotional etwas anderes, ja, aber schau, du drückst hier drauf und du hast halt sofort die Power da, ja. 3,8 Sekunden, 0 auf 100, das ist halt natürlich schon geil, ja. Also du hast jetzt auch gesehen, wie easy entspannt und das geht hier schon ordentlich bergauf und das waren jetzt enge Kurven und du merkst halt, wie schön das Fahrzeug hier, wenn du hier wirklich einlenkst, wie schön hier diese Hinterachslenkung einlenkt und wie gesagt hier mit der Wankstabilisierung, ja, das Auto bleibt stabil. Geil, Mann. Also ich finde es mit dem Sound jetzt nicht schlecht. Mal hier. Alter, boah. Boah, das ist halt schon, ne? Ich meine, das ist schon eine ordentliche Kurve hier. Aber auch hier, wie stabil der bleibt und dann wieder hier links umsetzen. Ne? Ah, das. Man darf wieder nicht vergessen, Leute, wir reden hier von 2,3 Tonnen, aber eben durch den X-Drive, durch das, dass wir hier einerseits diese 261 PS vorne haben, die 340 PS hinten, lenkt sich das extrem schön ein und vor allem die Power hier, die langgezogene Kurve und jetzt wieder drückst du aufs Gas und dann hast du halt natürlich ideale Traktion. Find's geil. Also Performance, Beschleunigung ist genau, wo du sagst, es ist nicht zu viel, reicht genau dafür aus, dass es hier die M60-Version ist. Dafür ist die Performance top und genauso wie das Einlenken von meiner Seite her Test bestanden. Ich weiß nicht, Robert, wie es für dich jetzt hat, Also wie es sich für dich angefühlt hat. Für einen Fünfer ist das Teil sehr agil und sehr schnell und also ich finde es krass. Also man muss deutlich nochmal darauf hinweisen, man darf natürlich hier den i5 M60, Leute, ihr wisst, RS e-tron GT ist mein Daily, man darf das hier nicht miteinander vergleichen, kann man nicht. Das ist Performance nochmal was anderes, das ist ein komplett anderes Konzept, denn wir sprechen hier einfach von einem 5er BMW, ja, und das Ganze ist ja immer noch auf BMW-Basis, das ist ja kein reines M-Modell, ja, wir reden jetzt hier nicht von einem M5 rein elektrisch, sondern hier i5 und davon die M60-Version. Und dafür, für die Performance, ist das hier wirklich, geil. Und wenn du das mit der Konkurrenz vergleichst, nur jetzt kommen wir zum Thema, da würde ich jetzt sagen, wir schwenken hier wieder um. Und zwar, wenn es um das ganze Thema Laden geht. Denn ich habe ja schon angesprochen gehabt, WLPT haben wir hier eine Reichweite angegeben von um die 455 Kilometer bis hin zu 516 Kilometer. Ja? Rein realistisch das Ganze gesehen, ihr seht, wir sind natürlich jetzt sportlich gerade gefahren. Ja? Dementsprechend ist die Reichweite jetzt recht weit unten, 67%, 220 Kilometer Reichweite noch. Wir werden hier auf jeden Fall nicht auf unter 20 Kilowatt kommen die Stunde, ja? Weil er ist erst zwischen 18 bis 20 kW angegeben, no chance, das kriegen wir hier ganz klar nicht hin. Wenn wir auf der Autobahn dahin fahren, sage ich realistisch, mit den 130, 140, ja, kommen wir auf 22 kW. Damit du unter 20 kW kommst, musst du wirklich schleichen, um die 100, 110 Kilometer fahren. Ja, und Klima natürlich ausmacht. Macht alles, das sind lauter so Themen, es macht einiges aus. Dann, was man natürlich dazu sagen muss, wir haben hier eine 81,2 Kilowatt Batterie. Ja? Das sind, glaube ich, beim EQE sind das über 90. Ich glaube, da sind es irgendwas 91, 92. Allerdings, jetzt kommt wieder der Vorteil hier, wir können hier mit bis zu 205 kW schnell laden. Bedeutet, das Fahrzeug hier, der i5 M60, ist von 10 auf 80% in 30 Minuten vollgeladen. Ja? Jetzt wieder nur kurz als Vergleich. Wir können beim RS e-tron GT mit bis zu 270 kW laden. Dementsprechend, man kann es hier nicht vergleichen. EQE 53, ich glaube, das waren irgendwas 170, 180, 190 kW, sowas um den Dreh. Ja. Bedeutet, wir haben zwar beim EQE eine größere Batterie, aber können dafür nicht so schnell laden. Bedeutet im Endeffekt i5 M60, EQE 53, wir kommen auf dasselbe wieder hinaus. Dann haben wir hier ein 400 Volt Bordnetz verbaut. Da auch nur wieder als kleinen Anhaltspunkt, warum man die Fahrzeuge nicht miteinander vergleichen kann. RS e-tron GT hat ein 800 Volt Bordnetz verbaut. Ja. Aber im Endeffekt
man muss sagen, für das, dass wir jetzt hier im Jahre 2023 sind, wir reden hier von dem Fahrzeug eher schon, was 2024 so richtig erst dann auf den Markt kommen wird, ist das ein bisschen zu wenig. 205 kW ist alles gut und schön, aber ich finde, man benötigt einerseits eine größere Batterie, andererseits benötigt man auch einfach, dass man etwas schneller laden kann. Also diese zwei Themen sind auf jeden Fall für mich schon ein extrem wichtiger Punkt. Vor allem, wir reden hier vom 5er BMW. Und das ist natürlich das Thema, das ist ein reines Geschäftsfahrzeug, ja, mit dem man sehr, sehr viel unterwegs ist. Man muss ja auch kurz nochmal gewichtstechnisch reden, ja. 520i wiegt um die, ich glaube, was waren das, 1780 Kilo. Im Vergleich hier sind wir 600 Kilo schwerer. 2,3 Tonnen wiegt hier der i5 M60. Ja, natürlich, es gibt noch die kleinere Version, die 340 PS hat. Da sparen wir uns natürlich den Motor vorne, haben allerdings dann nur das Ganze eben mit Heckantrieb, wiegt dann aber natürlich, ich glaube, um die 150 bis 200 Kilo weniger. Aber natürlich hier haben wir 601 PS und selbst wenn wir einmal wieder hier kurz den Boost-Knopf drücken und wir drücken hier drauf, ist das natürlich geil. Das ist einfach geil. Du sitzt hier in einem 5er BMW, du drückst einmal kurz den Boost-Knopf, zack, aufs Gas und der Punch ist schon heftig, ne? Der Punch ist, das ist schon also gut, der geht natürlich dann gleich wieder zurück, ne? Und der Sound ist... Der Sound macht viel aus. Doch, es taugt mir mal mehr. Ja. Und weißt du, was ich jetzt sagen würde? Ich würde sagen, wir steigen jetzt aus, wir zeigen jetzt mal kurz das Auto von außen nochmal, oder? So Leute, dann kommen wir zum Fazit zum neuen i5 M60. Erst einmal muss man sagen, generell der neue 5er BMW ist meiner Meinung nach sehr gelungen. Er ist auf der einen Seite eleganter als der 3er BMW und auf der anderen Seite sportlicher als der 7er BMW. Dementsprechend reiht sich das Fahrzeug wieder perfekt hier in die 5er-Reihe ein. Jetzt das Ganze natürlich rein elektrisch bei der M60-Version. Was ist mein Fazit dazu? Es kommt wirklich auf das Nutzen darauf an, wie hier das Fahrzeug vom jeweiligen Kunden genutzt wird. Denn wenn man extrem viel mit dem 5er BMW unterwegs ist und man wirklich durch komplett Deutschland sehr oft fahren muss, weil das Fahrzeug hier als reines Geschäftsfahrzeug verwendet wird, dann kann ich das Auto leider nicht empfehlen. Denn dafür ist einerseits die Reichweite noch zu gering und auf der anderen Seite die Ladedauer dauert noch zu lang. Auf der anderen Seite, wenn man hier den neuen i5 M60 rein nur für Strecken nutzt, das heißt, man ist viel in der Stadt unterwegs oder für Strecken bis hin zu 300 Kilometer, man hat dort seinen Termin vor Ort, man lädt das Fahrzeug in der Zwischenzeit, dann kann ich hier den neuen i5 M60 definitiv empfehlen. Denn das Fahrzeug ist so entspannt zum Fahren, so leise auch im Innenraum und auf der anderen Seite, wenn du hier die M-Taste drückst und wirklich in den Sportmodus gehst, dann hast du hier volle Power am Start, 3,8 Sekunden, wie gesagt, ja 0 auf 100 und da ist das Fahrzeug wirklich perfekt, denn man hat auf der einen Seite seinen Fahrspaß, auf der anderen Seite kommt man wirklich entspannt am Ziel an und man kann ganz entspannt, wie man das Ganze von einem 5er BMW gewohnt ist, reisen. Generell noch mal ganz kurz vom Design her, wir haben ja jetzt halt hier das Fahrzeug in der weißen Lackierung und hier das Ganze schön sportlich in schwarz gehalten beim Diffusor. Dann auch, was BMW extrem gut hinbekommen hat, ist, was das ganze Thema mit der Front angeht. Ja, es ist nicht so ein Auftreten wie der 7er BMW, es reiht sich dann doch tatsächlich eher wieder in Richtung 3er an, was das ganze Thema mit der Beleuchtung angeht. Was aber natürlich sehr schön geworden ist, ist, was das Thema mit der Niere angeht. Hier schön M-spezifisch, genauso wie wir auch hier außenrum die Beleuchtung haben. Und dementsprechend, man sieht auf jeden Fall hier, wir haben das typische 5er Auftreten. Dann beim Thema Innenraum, ja, muss man sagen, hat sich wirklich einiges getan. Ich finde das auch ganz cool hier mit der Tür, das fässt sich recht gut an. Von den Materialien ist das Ganze wirklich typisch
fünfermäßig gehalten, von der Qualität her gut. Natürlich hier und da, wenn du schaust, es ist dann doch wieder ein bisschen zu viel Plastik, wenn man natürlich auch den Preis wieder sieht. 99.000 € geht es ja hier beim 5er los, aber Lenkrad fässt sich auf der einen Seite gut an, auch auf der anderen Seite sportlich mit der roten 12 Uhr Markierung. Hier jetzt bei der Ausstattung haben wir das komplette Armaturenbrett in Carbon, Mittelkonsole, auch sehr, sehr hochwertig das Ganze gehalten. Auch vom Sitzkomfort her war das wirklich ideal. Das Einzige, was ich jetzt noch ganz kurz zeigen möchte, ist, das verstehe ich halt wirklich nicht, denn ich meine, Leute, wir reden hier von dem 5er BMW, ja? Das ist ja wirklich schon die Oberklasse, was das Ganze angeht. So, wenn wir jetzt hier unser Auto laden wollen, ja, ist ja alles gut und schön. Nur da denke ich mir halt, schaut euch das mal an. Jetzt theoretisch, wenn ich das hier fallen lasse, was ich jetzt halt nicht mache, ja, es ist zwar nur Gummi, aber es geht auf den Lack. So, warum nicht einfach wie bei vielen anderen Modellen, dass du hier einfach das Ganze umklappst? Warum muss ich das? Wirkt halt leider schon wieder etwas billig, muss man einfach sagen. Das finde ich ein bisschen schade, denn wenn du dann wieder hinschaust, ja, wie gut man hier wieder den Hofmeisterknick hinbekommen hat, auch generell vom Auftreten her, ist das wirklich richtig BMW-Qualität, wie man es gewohnt ist. Dementsprechend, ja, zum Abschluss nochmal, der neue 5er BMW ist extrem gelungen. Es kommt wirklich auf den Kunden darauf an, was er hier mit dem Fahrzeug vorhat. Wenn er natürlich extrem viel in Deutschland und an vielen weiten Orten mit dem Fahrzeug jede Woche unterwegs ist, dann kann ich hier das rein elektrische Modell aktuell noch nicht empfehlen. Wenn natürlich hier mit der Zeit ein Facelift kommt, wo wir auf einmal 200 Kilometer mehr Reichweite haben, dann sieht das Thema natürlich schon wieder ganz anders aus, auch was die Ladeleistung angeht. Aber natürlich dann für Leute, die viel München-Stuttgart oder sogar München-Frankfurt unterwegs sind, das Auto dort dann laden und wieder zurückfahren, dann kann ich hier den i5 M60 euch wärmstens empfehlen. Und dementsprechend würde ich sagen, Robert, machen wir Schluss hier mit dem Video. Wir ziehen uns jetzt eine Badehose an und dann würde ich einfach sagen, schaut mal, wir gehen mal kurz hier nach vorne. Spring mal rein, oder? Dann machen wir hier so einfach so einen entspannten Hechter hier rein, oder? Also View ist schon wirklich geil. Das ist hier schon wirklich geil. Also wie wir nur schon wieder hier die Location gefunden haben, da sehen wir noch mal von der Seite, Leute. Der neue 5er BMW. Geile Arbeit von BMW. Und dann sind wir raus im Video und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Peace out. 90. Ja. Jetzt ist die Kamera runtergeflogen.